Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bevor wir starten, wenn euch unsere Gespräche gefallen, abonniert bitte unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr keine neue Folge. Heute sprechen wir über Haustiere und lernen Wörter, die man im Alltag oft braucht. Ja, Haustiere sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz sehr beliebt. Viele Familien haben einen Hund oder eine Katze, andere haben Kaninchen, Hamster oder sogar Fische. Ein Haustier gehört fast schon zum Leben dazu. Ich denke, Tiere bringen Freude, aber auch Verantwortung. Man muss dich kümmern und das ist nicht immer leicht, aber es lohnt sich. Das stimmt. Ich habe einen Hund, er heißt Leo. Am Anfang war es wirklich schwierig, weil ich keine Erfahrung hatte. Ich musste lernen, wann er Gassi gehen will, was er gerne frisst und wie er auf andere Hunde reagiert. Ich erinnere mich, dass er am ersten Tag meine Schuhe kaputt gemacht hat. Ich war sauer, aber auch ein bisschen amüsiert. Heute lachen meine Freunde immer über diese Geschichte. Sehr typisch für Hunde. Bei mir ist es ein bisschen anders, weil ich eine Katze habe. Sie heißt Minka. Katzen sind unabhängiger, aber sie brauchen auch viel Zuwendung. Am Morgen miaut sie laut, wenn sie Hunger hat, und erst wenn sie ihr Futter bekommt, ist sie wieder zufrieden. Manchmal denke ich, sie ist die Chefin in meiner Wohnung. Trotzdem ist es schön, weil sie mir Gesellschaft leistet, wenn ich zu Hause bin. Ja, das Gefühl kenne ich. Haustiere machen den Alltag schöner. Man kommt nach Hause und wird sofort begrüßt. Man fühlt sich nicht allein. Leo wartet oft schon an der Tür, wenn ich von der Arbeit zurückkomme. Dann springt er, läuft herum und zeigt mir, wie sehr er sich freut. Da vergesse ich den Stress sofort. Genau, Tiere haben so eine positive Energie. Ich glaube, sie verstehen unsere Gefühle. Wenn ich müde oder traurig bin, kommt Minka zu mir, legt sich neben mich und schnurrt. Das ist wie eine kleine Therapie. Man spürt, dass Tiere nicht nur Begleiter sind, sondern Teil der Familie. Ja, das finde ich auch. Haustiere bringen uns zum Lachen. Sie geben uns Liebe und sie brauchen unsere Aufmerksamkeit. Es ist eine besondere Beziehung, die man nicht mit etwas anderem vergleichen kann. Und genau das macht das Leben mit einem Tier spannend. Man hat viele schöne Momente, aber natürlich auch Aufgaben. Man muss sich gut überlegen, wie man den Alltag mit einem Tier organisiert, damit es glücklich und gesund bleibt. Wenn man ein Haustier hat, reicht es nicht, nur mit ihm zu kuscheln. Man muss sich wirklich kümmern. Jeden Tag gibt es etwas zu tun. Bei meinem Hund bedeutet das füttern, Gassi gehen, spielen und natürlich auch zum Tierarzt gehen, wenn etwas nicht stimmt. Manchmal ist es anstrengend, aber ich habe gelernt, dass Routine sehr wichtig ist. Tiere mögen feste Zeiten und das hilft auch mir, meinen Tag besser zu planen. Ja, das kenne ich gut. Mit meiner Katze ist es ähnlich, auch wenn es ein bisschen einfacher ist. Ich muss ihr morgens und abends Futter geben und ich muss das Katzenklo sauber machen. Wenn ich das vergesse, zeigt sie es mir sofort. Katzen sind da sehr direkt, aber es gehört einfach dazu. Ich finde, man merkt schnell, dass ein Tier nicht nur Spaß macht, sondern auch Verantwortung bedeutet.
Absolut. Viele Leute denken am Anfang, es ist nur süß und lustig, aber wenn man dann merkt, dass der Hund bei Regen auch raus muss oder dass man auch spät abends noch einmal mit ihm spazieren gehen muss, dann versteht man erst, was es wirklich heißt, ein Tier zu haben. Aber gleichzeitig ist es genau diese Routine, die eine starke Verbindung schafft. Ja, und man lernt Geduld. Meine Katze zum Beispiel will manchmal spielen, obwohl ich eigentlich müde bin. Dann denke ich, es sind nur 10 Minuten, aber für sie ist es der wichtigste Moment des Tages. Wenn ich dann mit ihr spiele, merke ich, wie glücklich sie ist. Und ehrlich gesagt, macht es mir dann auch wieder gute Laune. So geht es mir auch. Hunde brauchen viel Bewegung und das bedeutet, ich bewege mich automatisch mehr. Es ist gesund für ihn und für mich. Manchmal laufe ich eine Stunde mit Leo durch den Park und danach fühle ich mich richtig fit. Auch wenn es kalt ist, zwingt er mich nach draußen. Ohne ihn würde ich wahrscheinlich öfter zu Hause bleiben. Ich finde, genau das macht Haustiere so besonders. Sie geben uns nicht nur Liebe, sondern sie bringen uns auch dazu, unseren Alltag besser zu gestalten. Man achtet mehr auf Zeit, auf Bewegung, auf kleine Dinge. Und man versteht, dass es nicht nur um uns selbst geht, sondern auch um ein anderes Lebewesen. Ja, Tiere lehren uns Verantwortung, aber auch Freude im Alltag. Ich denke oft, dass mein Hund mir beigebracht hat, geduldiger zu sein und mehr im Moment zu leben. Wenn er spielt oder sich einfach in die Sonne legt, erinnert er mich daran, dass das Leben nicht nur aus Arbeit besteht, sondern auch aus kleinen, schönen Momenten. Genau, das ist das Beste. Man investiert Zeit und Energie, aber man bekommt so viel zurück. Und das macht die Beziehung zu einem Haustier wertvoll und einzigartig. Weißt du, manchmal denke ich, wie sehr ein Haustier das ganze Leben verändert. Früher bin ich nach Hause gekommen und habe den Fernseher angemacht oder am Handy gesessen. Heute wartet mein Hund Leo auf mich und ich freue mich richtig, ihn zu sehen. Er bringt so viel Energie in mein Leben und ich merke, dass ich glücklicher bin. Ja, das verstehe ich sehr gut. Mit meiner Katze ist es ähnlich. Sie gibt meinem Alltag Struktur. Auch wenn ich einmal keine Lust habe aufzustehen, muss ich es tun, weil sie Hunger hat. Am Anfang war das ungewohnt, aber inzwischen finde ich es gut. Ich beginne den Tag mit einer kleinen Aufgabe und fühle mich dadurch motivierter. Genau, Tiere machen uns aktiver und auch verantwortungsvoller. Ich merke das besonders, wenn ich mit Leo draußen bin. Ich treffe oft andere Leute mit Hunden. Wir reden kurz, lachen und tauschen Tipps aus. So lerne ich neue Menschen kennen. Ohne Hund hätte ich viele von ihnen wahrscheinlich nie getroffen. Stimmt. Ich finde auch, dass Haustiere Menschen verbinden. Wenn Besuch kommt, ist meine Katze immer ein Gesprächsthema. Manche haben Angst, andere erzählen sofort Geschichten von ihren eigenen Tieren. Es entsteht direkt eine besondere Atmosphäre. Und Tiere geben uns so viele schöne Momente. Manchmal sind es nur kleine Dinge, wie wenn Leo mit einem Ball spielt oder sich im Gras wälzt. Aber genau diese Momente machen meinen Tag besser. Ich denke, ohne ihn wäre vieles einfach langweiliger. Ja, und sie erinnern uns daran, das Leben nicht so ernst zu nehmen. Wenn meine Katze verrückte Sprünge macht oder sich in einen Karton setzt, muss ich einfach lachen. Solche Augenblicke sind unbezahlbar.
Am Ende ist es egal, ob man einen Hund, eine Katze oder ein anderes Tier hat. Wichtig ist, dass man Zeit, Geduld und Liebe gibt. Dann bekommt man so viel zurück und das macht das Leben mit einem Haustier wirklich besonders. Da stimme ich dir vollkommen zu. Haustiere sind keine Dinge, sie sind Teil der Familie. Und ich glaube, wer einmal ein Tier hatte, kann sich ein Leben ohne es kaum mehr vorstellen. Danke, dass ihr bis zum Ende dabei wart. Wir hoffen, ihr habt heute viele neue Wörter und Redewendungen über Haustiere gelernt. Schreibt uns gerne in die Kommentare, welche Wörter ihr euch am besten gemerkt habt und welche ihr vielleicht schon morgen benutzen wollt. Wir freuen uns immer, von euch zu lesen. Verantwortlich. Er ist verantwortlich für den Hund. Ich fühle mich verantwortlich für meine Familie. Die Gewohnheit. Rauchen ist eine schlechte Gewohnheit. Jeden Morgen Kaffee trinken ist meine Gewohnheit. Die Gesellschaft. Ein Hund gibt mir gute Gesellschaft. Kinder brauchen die Gesellschaft von anderen Kindern. Vergleichen. Ich vergleiche die Preise im Supermarkt. Man darf Menschen nicht einfach vergleichen. Besonders. Dieses Buch ist besonders interessant. Mein Hund ist für mich etwas Besonderes.